So as you can see, it's possible to receive the ISS with a ordinary ground plane antenna and even with a little RTL USB SDR stick. So that's pretty cool. So let me show you what I have here. So this one is the ground plane antenna, which is 5/8 lambda for 2 meters. And here we have another telescope antenna which is directly connected to the RTL SDR stick, and both cables are going to my rig here. So the RF cable is connected to my ICOM 706MK Make 2G, and the other one goes to my laptop. It's pretty odd. Ja, hallo Fatima, das ist eine sehr gute Frage, der gehen wir hier auch nach. Das Problem mit der Schwerelosigkeit des Pflanzen ist hier, dass sie nicht wissen, wo unten ist. Die Wurzeln wissen nicht, wo sie hinwachsen können. Und das ist eventuell auch ein Problem auf dem Mars, weil auf dem Mars gibt es weniger Schwerkraft als auf der Erde. Das müssen wir hier oben erforschen, bevor wir zum Mars fliegen und dann was anpflanzen können. Und nebenbei helfen wir dabei auch, dass Pflanzen in trockenen Gebieten auf der Erde besser wachsen können, dadurch, dass ihre Wurzeln schneller die wasserführende Schicht unten finden. Over. Das ist eigentlich gar kein so großes Problem. Meine Nasenschleimhäute sind eigentlich die meiste Zeit nicht angeschwollen. Das ist nur mal so, wenn man durch eine staubige Ecke schwebt, dann kann das mal passieren für eine Weile. Aber eigentlich ist unser Geschmackssinn hier oben ganz ähnlich. Nur haben wir gemerkt, dass uns plötzlich andere Sachen schmecken, einfach weil wir auf andere Sachen Lust haben. Wie man zum Beispiel einen knackigen Salat oder sowas, was man sonst nicht so hat. Over. Dominik, das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Wir haben hier leider keine Sprudelgetränke, aus gutem Grund, weil wenn das Gas, das Kohlendioxid da drin sich ausdehnt, dann würde so ein Sprudelgetränk ganz schnell zu einem Schaum werden und dann hätte man auch gar nicht viel Spaß dran. Over. Eigentlich gab es noch gar keinen einzigen Moment, wo ich wirklich bereut habe, Astronaut geworden zu sein. Wobei es schon so ein paar Momente gab, wo ich mich gefragt habe, ob das die richtige Entscheidung war, mal so ganz kurz, zum Beispiel beim Überlebenstraining bei minus 30 Grad, ohne Zelt, ohne Schlafsack im Wald oder beim Sommerüberlebenstraining in der heißen Kapsel. Aber das geht schnell vorbei und dann die meiste Zeit ist es wirklich ein ganz, ganz toller Beruf. Over. Die Frage gefällt mir. Der Unterschied ist ja zum Glück nicht so groß. Also es ist eigentlich wirklich nur ein Wimpernschlag, viel weniger noch als ein Wimpernschlag, ein Unterschied, wenn man ein halbes Jahr im Weltraum verbracht hat. Und außerdem finde ich, weißt du, das Alter selber ist gar nicht so wichtig. Es ist doch viel wichtiger, was man in seinen Jahren macht, als wie viele Jahre man auf dem Buckel hat. Delta November 2, Delta Lima Romeo, how copy? Ja, Caroline, hier oben gibt es tatsächlich WLAN und seit einer Woche haben wir sogar in diesem WLAN Internet. Ja, Maximilian, das ist eine sehr gute Frage, das ist wirklich sehr wichtig. Wir machen jeden Tag 2,5 Stunden Sport. Das habe ich heute schon hinter mir. Das heißt, ich war so eine Dreiviertelstunde laufen und dann nochmal 1,5 Stunden, ein bisschen mehr auf einem Trainingsgerät, wo wir Muskeln trainieren, dadurch, dass wir künstliche Gewichte stemmen. Die Gewichte, die wiegen hier oben natürlich nichts, deswegen machen wir das mit Vakuumzylindern, die die Gewichte ersetzen. Aber das ist wirklich ein hartes Training und das muss man wirklich jeden Tag machen. Dann bleibt man aber auch fit.
kann man tatsächlich. Also ich habe bei meiner letzten Mission immer an der italienischen Küste, wenn wir drüber geflogen sind, zufällig abends um 10 oder um 11, da habe ich bunte Punkte an der Küste gesehen. Und dann ist mir eingefallen, das sind Feuerwerke für Touristen, die fast jeden Tag dort stattfinden im Sommer. Und ich kann mich, als ich klein war, auch noch daran erinnern, an so ein Feuerwerk. Und das kann man tatsächlich von hier oben sehen. Over. Ja, Petrus, da gibt es tatsächlich einen Trick, das machen wir vor dem Flug in Baikonur. Wir setzen uns auf so einen Drehstuhl und drehen uns in alle möglichen Richtungen. Da wird es jedem von uns am Anfang schlecht. Am Anfang dauert es manchmal nur eine halbe Minute, bis einem schlecht wird. Und dann hört man auf und am nächsten Tag macht man es nochmal und am nächsten Tag nochmal und jeden Tag so ein kleines bisschen länger. Und wenn man dann das 2 Wochen lang gemacht hat, dann kann man das fast beliebig lang durchhalten. 10 Minuten auf dem Drehstuhl ohne Probleme und dann wird es einem auch im Weltraum nicht schlecht. Ja, auch eine sehr gute Frage. Ja, wir haben hier tatsächlich einen 3D-Drucker und mit dem stellen wir tatsächlich ab und zu mal Werkzeuge her. Im Moment ist das noch im Versuchsstadion, also das heißt, wir haben noch nicht ganz viel damit gemacht, aber die Idee ist natürlich, dass wir mehr und mehr selbst hier oben herstellen. Over. Ja, absolut. Ich würde total gern zum Mars fliegen und rausfinden, was da ist, wie dieser Planet aussieht, wie es aussieht von dort aus, zur Erde zu schauen,